Reden wir über den politischen Zustand Deutschlands. Zugeschaltet ist mir nun Wolfgang Bosbach von der CDU, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, versierter Innenpolitiker und erfahrener Wahlkämpfer für die Union. Guten Morgen, Herr Bosbach. Guten Morgen, Herr Edler. Schöne Grüße aus Sachsen. In Sachsen sind Sie im Moment. Das ist ja interessant. Da finden ja in 2 Wochen die Landtagswahlen am 1. September statt. Und eigentlich diese Misere, die die Ampel im Moment produziert, da müsste doch die CDU viel mehr profitieren. Aber warum passiert das im Moment nicht? Also auch in Sachsen und in Thüringen geht es ja für die CDU um viel. Es geht nicht nur für die CDU um viel, es geht für die Länder, in denen gewählt wird, um viel, vor allen Dingen aber für Deutschland insgesamt. Denn das ganze Land schaut ja auf die Wahlergebnisse, zunächst in Thüringen und Sachsen und dann 3 Wochen später in Brandenburg. Wir haben eine Aufsplitterung der Parteienlandschaft, die wir in dieser Form noch nie hatten. Jüngst ist noch das Bündnis Sarah Wagenknecht dazugekommen und dann erleben wir, jetzt denken Sie mal an die nächste Bundestagswahl. Das ist ja durchaus nicht unwahrscheinlich, dass wir dann im Parlament 8 Parteien haben, 7 Fraktionen. Dann wird die Bildung von stabilen Koalitionen, absolute Mehrheiten wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben, immer schwieriger werden. Und das spüren auch die Menschen und das sorgt für Verunsicherung. Aber wie wollen Sie denn die Menschen in den 3 ostdeutschen Bundesländern, wo gewählt wird, als CDU tatsächlich erreichen? Sie machen Wahlkampf für die Partei. Sie sind extra angefragt worden. Jetzt macht sich Ihr Parteichef Friedrich Merz auch auf den Weg in die Regionen, um Wahlkampf zu machen. Aber die Parteigranden aus der Bundespolitik, die wollen die Wählerinnen und Wähler doch kaum sehen. Also das Gefühl habe ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, überall dort, wo ich auf Menschen treffe, freundlich, höflich, interessiert, aber auch jedenfalls zu einem nicht geringen Teil verunsichert und ängstlich. Das ist überhaupt, Herr Hedler, wir zwei sind ja jetzt gemeinsam schon lange unterwegs, ein Mysterium. Aus allen Umfragen weiß ich, etwa 80% der Menschen finden Politiker tendenziell eher doof, 90% freuen sich, wenn sie einen sehen. Und ich versuche es immer mit Inhalten. Ich versuche es auch mit einer Wortwahl, die andere Parteien oder deren Kandidatinnen und Kandidaten nicht abwertet. Und das ist mein ganz sicheres Gefühl nach den Auftritten hier in den neuen Bundesländern. Gerade hier, die Menschen wollen von der Politik nicht belehrt werden, sie wollen von der Politik nicht erzogen werden, sondern sie wollen, dass Politik erklärt und natürlich die wichtigen Zukunftsthemen anpackt. Aber warum sind dann gerade im Osten die Parteien AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht so stark? Denn die schießen ja ganz bewusst gegen das Partei-Establishment und auch gegen die CDU und vor allen Dingen auch den Kanzler und sind damit tatsächlich ja auch erfolgreich. Und das zeigt sich in den Umfragen im Moment noch ganz deutlich. Da haben Sie recht, es gibt nicht einen Grund, es gibt ein ganzes Bündel von Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel wir hier und die anderen da drüben, dass man sich ganz bewusst distanziert von der Politik im Westen der Republik auch, und das dürfen wir nicht so gering schätzen, weil viele nach der Wiedervereinigung bittere Erfahrungen gemacht haben. Dann gibt es noch eine Haltung bei uns im Westen. Wir sind der Normalfall in den neuen Bundesländern. Das sind die Abweichler. Es kann nicht diese traditionelle Bindung geben an die etablierten Parteien wie im Westen der Republik. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Gucken Sie mal, wir hatten hier zunächst die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, dann hatten wir die SED-Diktatur. Die Menschen sind über Jahrzehnte Kommandowirtschaft der Politik gewohnt. Man sagte ihnen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und deswegen reagiert man hier auf jede Form der Bevormundung viel allergischer als in anderen Teilen der Republik. Ansonsten sollten wir nicht tun, dass die Wahlkämpfe hier von Exoten umgeben sind. Nein, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die aber einen anderen Blick auf die Politik haben als in weiten Teilen des Landes, vor allen Dingen im Westen der Republik. Und das müssen wir akzeptieren, das müssen wir respektieren. Deswegen kann ich auch nicht hier auftreten, so nach der Methode, ich erkläre euch jetzt mal die Welt. Da bin ich mal gespannt, wie Ihre Mission für die CDU in Sachsen, Thüringen und wahrscheinlich auch in Brandenburg ausgehen wird. Wolfgang Bosbach, Politik-Urgestein in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Herr Edler.